How's it going, everybody? I'm very keen to present you the Chile documentary of the Circle Booth team. The boys have been going to Chile for 3 months to go whitewater kayaking, and they have taken home some wicked stories for me to tell you in this 4-part documentary. And I know the video is very long, so I'm gonna keep the intro short, but I need to say here, if you are watching this and you have not subscribed to any of the Circle Booth team accounts, Instagram, YouTube, whatsoever, I have linked them everywhere in this video, like underneath here and somewhere here. And you should definitely have subscribed to them before you watch this. Please help out the Circle Booth team. And the last thing I need to say here is the documentary is in German, so we have to turn on the English subtitles somewhere here in YouTube. Alrighty, let's go! Sven, du hast richtig Bock wieder auf Wandern, oder? Ja, total. Ich hab mich verlaufen im Dschungel. Buena, muy buena. Ja, ein bisschen scared, aber... Abreisetag. Heute geht's zum Fuda. Wir sind auf dem Weg auf die Fähre zum Futalefu. Futalefu. Fähre Nummer 2. Wir kommen überhaupt nicht voran, es ist viel zu windig. Wir bewegen uns mit 2 km/h. Keine Ahnung, ich wollte Patagonien! Ich glaube, wenn die Sonne scheinen würde, wäre das landschaftlich ein echter Sechser. Das wäre richtig geil hier, aber... Alter, guck mal das. Ich weiß nicht, ob das eine Richtigkeit hat, aber das Schiff wendet jetzt zum 3. Mal. Entweder werden wir halt immer weggetrieben vom Wind und er hat sein Schiff nicht so unter Kontrolle, oder er ist besoffen. Er ist besoffen. Haha, ihr habt mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Wir sind hier am Futalefu. Wir haben die Russen wieder getroffen. Wir haben ihnen den Trockenanzug wieder gegeben. Und hier können wir wahrscheinlich in diesem Haus pennen. Richtig nice.
Ofen, richtig fettes Holzhaus, 2 Zimmer, oben können 4 Leute, unten können 3 Leute. Alles, was man zum Leben braucht. Und wir haben von gestern ja noch den fetten Fisch. Und den versuchen die Boys gerade auseinanderzunehmen. Ich film die mal. Boys, wie läuft's in der Fischfront? Wir probieren. Also Hajo hatte eben richtig gute Taktik. Wir sind mal ausnahmsweise kein Kajak gefahren, dafür sind wir Fähre gefahren. Sehr spannend, sehr windig, sehr kalt, aber jetzt sind wir am Futer quasi in Hörreichweite und morgen haben wir schon 2 Russen, mit denen wir zusammenfahren und ein Local. All my life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. So Boys, wo sind wir gerade? Am Agua Azul. Und jetzt fahren wir erstmal einen Zufluss und dann geht's rein in den Futer und gleich 3 richtige Stellen, die ich hoffentlich angucken kann. Die sind nämlich alle Wildwasser 5 und wir haben ordentlich dicken Wasserstand. Und dann kommt noch die Bridge to Bridge, die Rafting Section. Da soll es auch ordentlich Wellen, Walzen geben, aber man soll vom Wellenberg aus die Walzen scouten können. Entspannt. Und was machst du hier so? Ich filme gerade mit der Drohne und gucken uns die Lines an. Das ist nämlich ein neuester Trick der Wildwasserszene. Einfach mit der Drohne über den Bach fliegen, da muss man nicht mal scouten. Start at the bottom, already forgot 'em, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me? Step in the fire, get ready to take it higher. Real nigga coming out your amplifier. Y'all want every black man to be rich and proud. Why these weapons fuck up and turn into shy, huh? Cell phone became your brother. Internet replace your mother. You leaving homies on red. It's no wonder all your friends dead. Jealousy was a centerpiece, so my best friends turned to enemies. Sabotage my identity. Why they wanna treat me like a Kennedy? They wanna affect the legacy. Protect the heart, I cut off the extremities. I'll never be another piece in your recipe for social supremacy. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot 'em, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot 'em, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Whoa. I feel it coming now. It's too late to shut it down. I'm waiting out now. Burning the valley down. I don't know where my mind is. Don't even know what time is. Somebody stop the virus. I don't think I survived this. I feel it coming now. It's too late to shut it down. Over the mountain now. Burning the valley down. I don't know where my mind is. Don't even know what time is. Somebody stop the virus. Yes. I got out, but then the next one fucked me again. I saw you. Shit. Gleich gemeinschaftliches Booty-Bier trinken. Ich auf dem Lower Fui, Ayo auf dem Upper Fui. Chris nach dem, Chris muss gleich 3 trinken, ne?
Und Timo, wo bist du gesprungen? Am Kama-Fluss. Die Stelle hieß Kama und der Fluss war da Rio Negro. Deswegen haben wir alle eins offen, ne? Ja. Außer ich. Sag mal nicht so rum hier, während hier einkippt. Lasse, haben wir Strom? Nee, haben wir nicht. Warum haben wir keinen Strom? Weiß ich doch nicht. Das steht heute auf dem Frühstücksplan. Pancakes, Pfannkuchen natürlich. Also ich wollte mal richtig schöne Landschaftsaufnahmen machen von den Gipfeln der Welt. Bin auch richtig hochgeflogen, weil es so richtig windstill ist, richtig schön hier. Dann war ich glaube ich auf 300 Meter hoch. Dann hatte ich Funkprobleme. Aber das Gute ist, da ist sie! Das Gute ist, es gibt so ein programmiertes Programm der Drohne. Die kommt dann einfach wieder zurück zu mir. Wir sind gerade kurz vor Futalafu in den Bach gestiegen. Wir wollen jetzt den oberen Canyon vom Futalafu fahren. Also die Stadt heißt genauso wie das Dorf. Das hier ist er noch nicht. Das hier ist nur der kleine Bach, der gleich in den Futa mündet. Und glaubt mir, es wird fett. Es wird richtig fett. Jetzt sind wir auf dem Futalafu. Ich glaube, es geht los. Erster Rapid auf dem Futalafu. Sieht gut aus von hier. Kann nur leider da hinten nicht um die Kurve gucken, aber wird schon gut gehen. Also das war der Inferno Canyon, jetzt kommt Son of Zeta, dann Zeta, dann Throne. Ah. Das sind, also Son of Zeta war als Tier drin und Zeta und Throne sind die richtig fetten Dinger. Nach 22 Kilometern. Alter, richtig fett. Sieht man vorne leider nicht so gut. Aber ist eigentlich nichts drin. Also keine Walze. Something
Alter, fettes Ding. Es hat so einen kranken Beul da unten gegeben, ne? Ja, sind wir irgendwo bei 25, 20. Geht aber noch ein Stück nach oben, der Pegel, auf jeden Fall. But it's a small one, not the big one. Yeah, the small one, right? Yeah. Muy buena. You went over the right side, right? Yeah. How was that? It's okay, but complete underwater. Did you ride like the right side and how was that? The right side? I believe just go down or? Yeah, go down. Hat dich das heruntergesaugt? Ein bisschen. Warst du im Toaster? Ja. Warst du komplett weg? Ja. Ich denke, ne? Ich hab gesehen, wie du rechts bist und dann habe ich dich irgendwie 5 Sekunden oder so gar nicht. Probier das Paddel reinzukriegen, aber wenn du fliegst, kannst du halt nicht mehr steuern. Around here we ain't afraid of nothing, dancing like no one sees. I feel free, so free. I feel free, so free.
Wir müssen Feuer machen. Und das Holz ist weit weg und wir müssen es hacken. Und jetzt gehen wir auf Hacktour. Auf Hacktour! Auf Hacktour. So, wichtig beim Holzhacken ist, man braucht eine stabile Unterlage. Haben wir da! Und das Wichtige ist, die Unterlage sollte immer größer sein als das Stück, was man hacken will. Deswegen holen wir uns jetzt so ein kleines Stück Holz hier. Das müssen wir jetzt auf diesen großen Knotz befördern. Aus dem Rücken heben. Au. Dann nimmt man sich ein kleines Beil für die Filigranarbeit. Sieht fest aus. Breitbeinig stehen für die Sicherheit. Schön von oben Schwung holen, dann nach unten rutschen. Uff. Wichtig ist auch immer, dass man einen guten Stiel hat, der nicht gebrochen ist. Ah. Wichtig bei ganz kleinen Stücken immer richtig aggressiv. Oder? Timo, was ist unsere Ausbeute? Wir haben Holz. Wir haben richtig Holz. Heute können wir richtig feuern. Das Gute ist, bei so einem undichten Haus, wie wir haben, der Ofen heizt gar nicht so viel, weil es sonst direkt durch die Scheiben und durch die undichten Wände aber durchgeht. Ja. Also wenn es weht, haben wir einen schönen Zug im Haus. Da können wir einen Drachen steigen lassen im Wohnzimmer. Hola! Hola! Chico! Oh, ihr riecht richtig gut, Jungs. Da zieht's durch zum Beispiel. Oder da am Fenster. Oder sonst überall im Haus. Chris, was gibt's heute zu essen? Ein Topf. Ein Topf? Wir haben einen Topf, da kommt alles rein. Männlicher Topf. Wir haben in den laufenden Ermittlungen einen Übeltäter gefunden. Entschuldigung, was machen Sie da? Entschuldigung, was machen Sie da? Ich glaube, wir haben Sie bei frischer Tat erwischt. Sie haben unser Müll durchforstet. Was sagen Sie dazu? Na, was sagen Sie dazu? Wir befinden uns hier in einer sehr spannenden Situation. Im Dosenwerfturnier hat Timo vorgelegt mit 5 Dosen. Christian hat erhöht auf 6 Über Bande. und Hajo wird nun sein Bestes geben. Alter, der Winkel von der GoPro ist so fett. Hat er nicht gemacht. It's a strike! It's a strike! Letzter Paddeltag. Fettwerbung. Und was heißt das jetzt? Verschenken? Genau, Wir verkaufen. OC on the cheapest flight. Lately I've been on the move trying to get to something. But I told her I've been running just to see the sights, see the lights, and they're not my type. So we chill with brother if it's ice all white, but it's not. Am I living life in a box? Tell if it's a crisis or not. I hate coming. Und wie läuft's bei euch so? Ja, ganz schön langsam. Wir haben aber gleich 5 km/h. Wir haben ein bisschen zu kämpfen mit der Bodenfreiheit. I spent a lot of nights in a blur, and I bet I spent a few too many trying to make it. And I haven't yet. Yeah, we had to bet. I'm only here, yeah. You know, if you don't like this music, then don't be listening to it. You know, I'm just a dude that you know, or something similar. If you don't keep it real, can you go? Chris, gibt's heute zu essen? Man weiß es nicht, es ist noch verpackt. Just for a minute. If you don't like this music, then don't be listening to it. You know, I'm just a dude that you know, or something similar. If you don't keep it real, can you go somewhere but here? Cause you know we're only losing control just for a minute. Oh, 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 oh. Yeah. Full-time artist on tour, keep it real, no secret. I wanted to get home to my own Mona Lisa. What's the point of seeing Caesar if you lose touch with Jesus? There, I pledge my allegiance. My God really do reign. I stumbled into greatness. Only logical conclusion is I fumble with the fakeness. But rumble, young man, rumble. Anything that doesn't kill you makes you stronger or more humble. If God ain't the heart, what's any of it? Never been afraid to holler out, my God's the greatest. Ain't gotta make sense, man, I used to make tents. If my life is a vacation, what am I chasing?
You see, friends come and go, but family is forever, especially in your lows. Not just blood. Ain't trying to keep up with the Joneses, cause the clones may end up becoming. Hajo, was versuchst du? Ich versuche Lasse zu fangen. Hajo schaffst du eh nicht. So erst recht nicht, so kalt stelle ich auf. Also vorhin war hier der Eingeborene, der uns auch die Ziege geschlachtet hat, der Nachbar. Und hat aus Spaß einfach mal mit einem Ruck den kleinen 6-jährigen Jungen gefangen. Im Laufen. Im Laufen. Der Junge ist dann weggelaufen und er hat einfach mal so einen Ruck den kleinen Jungen gefangen. Mega beeindruckend. Und Hajo fand das halt mega cool, will es halt nachmachen. Und ja, sieht halt so aus, ne? War aber schon gut, ey. For a minute, if you don't like this music, then don't be listening to it. You know, I'm just a dude that you know, or something similar. If you don't keep it real, can you go somewhere but here? Cause you know, we're only losing control just for a minute. Au! Erster Tag zu dritt. Genau. Die Boys sind weg. Also Timo, Sven und Flo. Und wir haben uns mal gedacht, wir nehmen doch nicht die Fähre, sondern bleiben noch ein bisschen hier im Süden, weil es hier so schön ist. Ja. Und weil hier auch direkt ein Bach ist, den man fahren kann. Kikre. Und dann haben wir uns ein kleines Depot, ein Essensdepot am Ausstieg. Ja, eigentlich sogar hinter dem Ausstieg. Genau, am Ausstieg von der leichten Strecke, also von dem Zweierstück gemacht. Da wohnt Don Pancho, der uns hoffentlich für plus minus 30.000 Pesos wieder zu unserem Auto fährt. Ich hab Bock. Fluss sieht geil aus, zumindest vom Wasser her. Hajo. Wunderbar. Tag 3 unser Multiday. Wir werden immer dünner. Wir suchen irgendwas zu essen. Unsere Vorräte sind langsam alle. Kann man das essen? Das sieht lecker aus. Tag 1 unseres Multidays. Wir sind 2 Kilometer vom Auto entfernt. Das Auto ist irgendwo da hinten in der Richtung. Es ist egal, es ist ein Multiday. Im Buch steht, es ist ein Multiday. Ja. You need at least a couple of days. Deswegen schlafen wir jetzt hier 2 Tage. Also mindestens bis wir so ein Bad haben. Ja, wir müssen so ein Robinson Crusoe Bad. Ja, das versuche ich schon die ganze Tour. Es wird nichts passieren. Live in Chile. Hajo, was hast du heute zum Desayunado gekocht? Ja, es gibt Haferbrei. Lecker Betongrütze. Ah, das wird ein schöner Abwasch. Aber Probleme werden hier weggelacht. If you never come around, how we ever gonna be? If you're always on the ground, then you're never gonna see what falling feels like. If you never come around, how we ever gonna be? If you're always on the ground, then you're never gonna see what falling feels like. Falling feels like.
Drop auf dem Golgol. Wie heißt der Fluss, Chris? Ja? Wie heißt der Fluss? Keine Ahnung. Das ist Christian. Christian packt seine Paddelsachen. Hallo, ich bin Christian. Morgens packe ich immer als erstes meine Paddelsachen, damit wir schnell los können. Klick. Und ab ins Auto damit. Jetzt können wir los. Es ist morgens früh. Doch Hajo kann es noch gar nicht abwarten, endlich wieder Boot zu fahren. Hallo, ich bin Hajo. Ich kann es nicht abwarten, wieder Boot zu fahren. Take a video. I'm taking video right now. Do you? Yes. Okay, es ist doch hoch. Alter, ey. Man fällt und denkt so, Scheiße.
Ich hol einen Wurstsack! Hallo! Sie haben da etwas Gras in Ihrer Büchse. Ja, hier wächst das Gras ja auch nicht aus der Tasche. Wir haben heute den 24. Dezember, sind hier wieder am Truffel. Es ist Weihnachten und wir sind am Truffel. Sind jetzt die ganze Strecke gefahren. Frohe Weihnachten! It's Christmas, time of year. Our family's by the fire, snuggled up like bunnies in the snow. It's Christmas, little birds are singing like a choir. Winter chill is nipping at your nose. I've been waiting all year for this. Grab your cocoa and we'll reminisce. Oh, how I love when Christmas comes around. Was für ein geiles Weihnachtsgeschenk! Einfach mal ein bisschen Wildwasser 5 paddeln. So, Hajo ist gefahren, ich bin gefahren und jetzt kommt der Christian. Und ich warte hier, bis er hier irgendwann ankommt bei diesem kleinen Dorf. It's Christmas, records on, trim the tree and sing along. Watching Hallmark movies all night long. I've been waiting all year for this. Ugly sweaters, I just can't. Fuck! Das ist Helftgebot, harten Einsatz! €600 Paddel! Gerettet! Boot schwimmt im Baum! Christian ist okay! Christian fuck! Richtig abgefuckt. Und ich hab's doch gesagt! Ja, fuck you. Ihr Scheiße. Erzähl mal was. That compares to this, so I just love when Christmas comes. I love when it comes around. Oh, I just love when Christmas comes around. You know I love Wir haben Taxi gebucht. Aber natürlich. Everybody tryna go, yeah, the party jumping off. Hey, we putting on a show, tryna catch a vibe. We do this every time, like na 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 na. Feeling like I'm on a high.
kommen hier an den Ausstieg und wir sind ja auf vieles vorbereitet. Bagger im Fluss ist dieses Zeichen. Aber ich glaube, wir brauchen ein neues Zeichen, Timo. Die Situation dazu sieht genau so aus. LKW mit Gasflaschen im Fluss. Christian, was würdest du da für ein Zeichen vorschlagen? Ja, weiß irgendjemand, was Torben da reingeschrieben hatte? Weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir alle seit Tagen Blähung haben. Nein! Deine Kamera, deine Kamera! Die ist weg! Ajo! Wir tanzen den Flow weiter. Ich würde jetzt versuchen, im Baumarkt ein Sieb zu kaufen, also ein Nudelsieb. Hört man das? Richtig schlecht. Bubbly Bubbly, Macaroni, Spaghetti. Noch ein Geheimnis unter meinem Poncho. Das werde ich gleich mal lüften. Nicht dein Ernst. Die Scheiße aus! Ich dachte, ich bin leichter. Timo! Mach die Flagge jetzt. Mach die Flagge! Du wolltest doch eine Aufnahme von der chilenischen Flagge, wie sie weht im Wind. Kacke! Mein Paddel, mein Paddel, mein Paddel! Sorry, ich kann bloß. Anstatt mal zu helfen.